Die Alpha von War Dogs war ein Traum, aber das Beta-Wochenende hat mich auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. In meinem letzten Video habe ich das Ding in den Himmel gelobt, weil das Grundgerüst so richtig stabil ist. Aber das war eine Alpha. Der zweite Playtest war ernüchternd. Nicht weil das Spiel schlechter war, sondern weil viele kleine Probleme nicht erwähnenswert waren, weil man es Alpha genannt hat. Beim zweiten Playtest stand da Beta. Alles, was ich im ersten Video gesagt habe, stimmt. Immer noch. Außer das mit dem Publisher. Die haben wohl einen. Team 17. Mein Fehler. Und tatsächlich habe ich in der Beta spielerisch kaum bis gar keine Unterschiede gemerkt. Trotzdem steht da Beta. Also behandle ich das Ding auch wie eine Beta, die seit Alpha spielerisch keinen Fortschritt gemacht hat. Der Hype ist größer, also schaue ich genauer hin. Beim Start der Alpha gab es Schwierigkeiten bei den Servern. Sekunden nach Beginn waren die Server voll und es dauerte gute 20 Minuten, bis genug Server für alle bereitstanden. Danach lief die Alpha fast ohne technische Probleme. Das ist deutlich besser als bei vielen anderen Spielen. Bei der Beta hatten wir dasselbe Problem, nur größer. 19 Uhr war als Startzeit angegeben und die Warteschlangen waren nicht nur größer, sondern man bekam nach der Warteschlange eine Fehlermeldung und das beförderte einen direkt zurück in die Warteschlange. 16 Minuten später gab es eine Meldung im offiziellen Discord, dass man den Start auf 19:30 Uhr verschiebt. Als Grund nannte man uns Last-Minute-Probleme mit den Twitch-Drops. Das hat schon Geschmäckle. Um 7:55 sagte man uns, die Login-Warteschlange wird gehämmert. Man habe Probleme, die es in der Alpha schlicht nicht gab, wegen dem großen Spielerandrang. Man wusste ja auch nicht, wie viele Leute das Spiel auf der Wishlist hatten und sie wussten ja auch nicht, wie viele Leute das Spiel gekauft hatten und somit auch nicht, wie viele potenzielle Teilnehmer der zweite Playtest haben könnte. Um 8:55 gab es das Okay und die Beta war live. 2 Stunden Verzögerung und die Server liefen trotzdem nicht rund. Oh, ich bin Spieler, einloggen. Fehler. Du willst mich doch verarschen. Da stand ein, ich war erst. Sauberes Spielen war erst am Tag darauf möglich. Jedoch hatte der zweite Tag der Beta das zweite Geschmäckle. Der Voice-Chat funktionierte nicht und ohne Voice-Chat ist War Dogs schlicht ein anderes Spiel. Deutlich einsamer und weniger taktisch. Aber diesmal hatte ich Freunde im Discord und der fehlende Voice-Chat war zu verkraften. Die reden über uns noch, ne? Ich höre das halt nicht, weil der Server wieder irgendwie abgeschmiert ist oder so. Was ich nicht verkraften konnte, waren die Crashes. Davon hatte ich mehr, als ich hier zeigen kann, weil Shadowplay nicht immer funktioniert hat. Ob es jetzt an War Dogs lag oder an den Vibecode-Treibern von Nvidia, wer weiß. Wenn man dann auf dem Server war und das Spiel nicht abgestürzt ist, lief es flüssig. Die FPS waren stabil und das Spielgefühl war wie in der Alpha. Aber was nützen mir geile Frames, wenn mich das Spiel nach 20 Minuten im Match wieder ins Menü schmeißt? Oben so ein. Jo, ich auch. Raus. Oh. Gut, ich fand die Map jetzt eh nicht so. Am dritten Tag lief es dann mehr oder weniger reibungslos und mit funktionierendem Voice-Chat plus Kollegen im Discord war das Spiel schon geil. Come on! You get me killed, you owe me $6,000. Ja. That's a good answer. Die Steam-Integration funktioniert, wenn auch mit Abstrichen. Man kann vor dem Serverbeitritt keine Party machen, um zusammen auf den Server zu joinen. Stattdessen joint einer dem Server und alle anderen joinen nach. Man kommt automatisch ins selbe Team und sogar ins selbe Squad. Wenn man nach Rundenende dann die nächste startet, passiert das nicht mehr automatisch. Und warum muss ich dauerklicken, um in ein Team zu kommen? Warum kann ich nicht einmal klicken und komme dann rein, wenn Platz ist? Kleinigkeit, aber trotzdem ein Ärgernis. In der Alpha war das Teamplay bemerkenswert. In dieser Beta war es bemitleidenswert. In War Dogs gibt es 4 Arten von Spielern. Die Sniper, die am liebsten unberührt irgendwo liegen und in Ruhe ihre Munition leer schießen. Den Lieferanten, der am liebsten ungestört Waren oder Personen von der Base in die Zone bringt. Die Bauarbeiter, die mit Cozy Music Festungen errichten und nie außerhalb ihrer Bauten zu sehen sind. Und die Frontleute, die haben Sturmgewehre und sind nie weit weg von der Hotzone, beleben Leute wieder und schießen am liebsten auf alles, was sich bewegt. Sogar Teammates. All diese Playstyles können fließend ineinander greifen.
Ich habe Runden verloren, weil 20 Bobby Baumeister Minecraft 2.0 in der Zone ausleben oder 7 Piloten gleichzeitig ihre Runden drehen ohne signifikanten Mehrwert fürs Team. Das ist Pech und gehört dazu. Trotzdem hatte ich das Gefühl, dass in der Beta deutlich mehr nutzlose Egomanen unterwegs waren als in der Alpha. Bei dem Hype war das absehbar. Trotzdem fand ich das scheiße. Ich finde auch scheiße, dass man im Liegen neben einer Wand nicht überall hinzielen darf. Hey Junge, wie ich das hasse. Versteht mich nicht falsch, das Gunplay fetzt immer noch. Die Waffen haben ordentlich Wumms und die Time to Kill ist gnadenlos. Wer zuerst trifft, gewinnt meistens. Aber wenn mich das klobige Movement in solchen Momenten blockiert, ist das einfach nur frustrierend. Blöd, ich muss den Gegner da kriegen. Oh, was ist das für ein Bitch-Ass-Shit hier? Außerdem finde ich scheiße, dass der Voice-Chat über einen Drittanbieter läuft. Ist das damit die NSA zuhören darf oder was? Und die letzte Scheiße war die zweite Map, unübersichtlich und ein Camperparadies. Es gab auch noch eine dritte Map, aber die lief auf dem Community-Server und da kam ich nicht drauf. Schade. Diese Beta war wie die Alpha, mit mehr Spielern und mehr Problemen, aber genau dafür sind solche Playtests da, um solche Probleme auszumerzen. Und wenn ein Problem nicht auftritt, dann kann man es auch nicht beheben. Und ich denke, dass im Endgame noch etliche Probleme mit Meta- und Langzeitmotivation schlummern, die in 3 Tagen Progress einfach nicht sichtbar werden. Dann wüsste ich gerne, wie genau der Content des Early Access aussieht. 3 Maps mit 3 Variationen, aber was bedeutet das genau? Eine Runde war nebelig und die andere hatte Abendsonne. Die Zone hat minimale Positionsänderung zwischen den Runden. Sind das schon Variationen? Wenn ja, variiert mir das nicht genug. Ich bin gespannt, wie Bulkhead auf Player-Feedback reagieren wird und vor allem wie schnell. Ich frage mich auch, wie und wie hart wird man gegen Cheater vorgehen? Fucking what? Was ist der Plan für Wipes? In der Beta war der Progress der Alpha weg. Eine ganze Mille von mir weg. In der Beta habe ich 1,5 gemacht. Die sind jetzt wahrscheinlich auch weg. Und obwohl ich in der Beta mehr Geld gemacht habe, hat sich der Grind viel zäher angefühlt. Aber Geld ist nur ein Aspekt. Wie sieht der Plan für Langzeitmotivation aus? Nur Skins? Diese Goldbarren schwanken im Preis und die Goldpreise für Skins sind astronomisch hoch. Soll das realistisch sein? Oder Hardcore-Spielern einfach was zu tun geben? Was, wenn der Casual über Wochen mühsam 300.000 zusammenspart, aber die Hardcore-Elite den Preis der Goldbarren in die Höhe treibt? Und wie genau soll die Monetarisierung nach dem Launch aussehen? Ich denke, das erfahren wir alles zu gegebener Zeit. Aber jetzt, nach dem Playtest, sehe ich viel Potenzial und viele Baustellen. War Dogs hat eine stabile Basis mit Kinderkrankheiten, die jeder Early Access irgendwie hat. Aber Bulkhead hat einen guten Start hingelegt. Hoffentlich halten sie dieses Momentum. Und hoffentlich wird der Publisher Team 17 nicht gierig. Die Frage ist jetzt, ist War Dogs 40 € wert? In der Beta-Form, die wir übers Wochenende gespielt haben? Nein. Aber der Early Access wird mehr bieten als die 2 Playtests. Also würde ich warten. Und an alle, die War Dogs gespielt haben, was haltet ihr davon? Ihr könnt schreiben, ich kann lesen. Thanks for watching.